Nimmst du jetzt schon auf? Das geht so nicht. Ich muss ernst bleiben. Also von... Das geht nicht. Erzähl mir was. Also von Namibia aus wollten wir eigentlich nach Botswana fahren, aber wir waren einfach zu spät in der Saison und es war so heiß, schwül und das auf dem Motorrad mit unseren Klamotten, das war für uns einfach viel zu heiß. Und dann haben wir spontan umentschieden, wir fahren jetzt nach Südafrika. Und das haben wir dann auch in so einer Hauruck-Aktion gemacht. Unsere Kumpels Alex und Birgit, die kamen vorbei und hatten auch eine Medikamentenlieferung mit im Gepäck. Und das haben sie uns aber irgendwie 5 Tage vorher gesagt. Und dann war das natürlich ein cooles Gefühl, ja, jetzt wieder Vorräte aufzufüllen, wieder für 3-4 Monate versorgt zu sein. Und das hat uns sehr gefreut, noch ein paar andere Kleinigkeiten und natürlich viele Geschichten aus der Heimat. Wir haben zusammen Kaffee getrunken und waren essen und haben uns unterhalten, wie es so läuft daheim und ja, was so der Nachbar macht und wie es dem geht und ja, einfach mal gequatscht, als wären wir nie weg gewesen. Das war auch eine super Begegnung. Ja, wichtig auch für unsere weitere Reise, denn ohne diesen Medikamentenkram, da wird es schnell eng. So weit weg von zu Hause. Und dann sind wir in 3 Tagen von Windhoek nach Kapstadt gefahren. Das war anstrengend, aber das haben wir ganz gut gemeistert. Und es war richtig schön, weil wir hatten 3 Monate Wüste hinter uns, Staub, Sand, Hitze. Und dann trennt der Orange River Namibia von Südafrika. Und von diesem Fluss an wurde es quasi von Kilometer zu Kilometer grüner. Und wir haben uns gefreut und angehalten und, oh Josh, guck mal da, es ist so schön grün und blüht hier. Und ja, das war richtig schön. Also es war schon beeindruckend zu sehen, nachdem wir Braun und Grau und Gelbtöne in ja, wochenlangen Touren gesehen hatten, zu Genüge über den Orange River zu fahren und langsam so zu merken, wie alles ja immer etwas grüner wurde. Die ersten Blumen am Straßenrand, dann die ersten Bäumchen und dann die ersten Bäume und dann spätestens nach der ersten Tagesetappe sind wir in die Weinanbaugebiete nördlich von Kapstadt vorgedrungen und da war dann komplett ein richtig leuchtendes, giftiges Grün. Die feuchte Luft ist einem in die Nase gestiegen, man konnte die feuchte Erde riechen. Das haben wir echt vermisst. Also das ist ja auf der Reise oft so, dass diese Unterschiede es irgendwie machen, wenn man in der Regenzeit durch Tansania fährt, dann wünscht man sich irgendwie, man wäre in der trockensten Wüste der Erde. Und wenn man dann da ist und das eine Zeit lang sieht und mitmacht und trockene Luft und der Staub, das ist auch für meine Lunge nicht so ideal, dann wünscht man sich wieder nach Tansania in der Regenzeit. Und deswegen war das wunderbar, nach diesen 4 Monaten Wüste wieder nach Südafrika zu kommen und dieses Grün wieder neu zu erleben, weil man es ja fast schon vergessen hatte nach der langen Zeit. Und ja, so sind wir dann langsam und lächelnd nach Kapstadt runtergerollt. Man kommt so die Autobahn da runter und dann sieht man den Tafelberg so langsam vor sich auftauchen. Man kommt von den Bergen, fährt man so runter ins Tal auf den Tafelberg zu und wenn man irgendwie 1,5 Jahre auf dem Weg dahin war und dann ist man plötzlich da, das ist schon was Besonderes. Und da hatte ich Gänsehaut und da kamen mir auch die Tränen unter meinem Helm tatsächlich. Ja, die Sonne stand schon relativ niedrig, die Farben waren echt schön. Und dann habe ich da zum 2. Mal nach einer riesigen Moped-Tour diesen Tafelberg aufragen sehen. Irgendwie als Symbol für das Ende eines großen Reiseabschnitts. Ja, Kapstadt ist so ein Sehnsuchtsziel und obwohl das jetzt nicht der Endpunkt unserer Reise war und auch nicht der Endpunkt unserer Südafrika-Reise, sondern eher der Anfang,
war das schon so eine Landmarke, die symbolisierte, ihr seid angekommen. Da, wo niemand mit gerechnet hätte, dass ihr jemals ankommt. Ja, irgendwie mit viel Glück natürlich, ein bisschen Planung und auch ein bisschen Gefühl für die Leute an der Grenze und für die Bedingungen vor Ort sind wir immer ein Stückchen weitergekommen. Langsam, viel langsamer als wir dachten, aber dann nach, ich glaube, 16 Monaten auf der Straße waren wir tatsächlich in Kapstadt und da habe ich schon mal kurz Gänsehaut bekommen. Es war ja ein bewegender Moment, dieses Panorama wieder zu sehen. Der Martin Strutmann aus Bad Hersfeld hat uns über unsere Homepage eine E-Mail geschrieben. Ja, er kommt auch aus Hersfeld und er verfolgt unsere Reise und liest immer die Berichte auf der Webseite. Und sollten wir irgendwann in Kapstadt ankommen, sind wir herzlich eingeladen. Er wohnt da und hat ein Segelboot und er möchte uns gerne zum Segeln mitnehmen. Und wir so, ja, Segeln, das klingt irgendwie teuer und irgendwie, ja, wir wissen ja auch nicht, noch nie auf so einem Segelboot gewesen, wie das läuft. Und naja, auf so einer Reise, da denkt man nicht lang drüber nach, da nimmt man Einladungen an und so sind wir da hingefahren. Ja. Dann meinte er, ach, das Wasser ist gar nicht so kalt und Haie gibt es hier auch nicht so viele. Im schlimmsten Fall ist kein Problem zu schwimmen. Dachte ich, oh, schwimmen will ich eigentlich nicht. Und dann habe ich gefragt, sag mal, ach übrigens, wie ist denn das? Die anderen auf den Booten, die haben alle so hübsche Westen an. Ich bin jetzt der Letzte, der so eine Weste freiwillig anzieht, wenn wir Kajak machen oder so. Aber beim Kajakfahren ist auf dem Fluss in der Regel das Ufer so 5-6 Meter entfernt. Und keine 5 Kilometer. Meint er, ja, ich habe so Westen, jede Menge. Sag ich, ja, und falls wir mal eine brauchen, wo ist die? Ja, da musst du ins Boot und dann darunter links ist so ein Fach und da liegt so aller möglicher Kram, Seile und Netze und dann noch ein bisschen Regenjacke und dahinter links geht's nochmal um die Ecke und da liegen die Westen. Sei also mit anderen Worten, wir kommen da nicht dran. Nö. Sag ich, ja. Okay, Frage beantwortet. Und ich meine, die beiden haben das super gemacht. Ich habe keine Frage, aber wenn man noch nie gesegelt ist und dann bei so einem Wetter segelt, dann steht das Segelboot natürlich halt auch so schräg auf dem Wasser. Das heißt, man sitzt, die eine Seite ist unten und man sitzt dann da so oben auf dem Wasser und hat alle Liebe, Mühe und Not, sich da festzuhalten, während man aber auch noch steuern muss und aufpassen muss, dass man das Segel nicht vom Kopf kriegt in der Kurve. Also ich hatte schon ganz gut Adrenalinausstoß, muss ich sagen. Das Boot, das wirkt permanent, als würde es umfallen. Und dann sitzt du da auf der hohen Kante, siehst unten, wie der Bootsrand schon durchs Wasser läuft und denkst, oh Scheiße, das Ding kippt jetzt. Es kippt 45 Grad und durch das große Gegengewicht im Wasser kippt es halt nicht, aber das Gefühl ist schon echt seltsam. Und naja, es war ein verdammt lustiger Trip. Und dann kommt dazu, da ist immer so ein Arm, an dem das Segel hängt. Und immer wenn man dreht, fährt der einmal über dem Kopf. Jeder muss sich ducken, sonst der köpft dich förmlich. Also, es war geil, ey. Und die haben das super gemacht. Ich glaube, wir sind aber dann letztendlich Vorletzter geworden. Aber wir hatten auf jeden Fall den allermeisten Spaß und haben seine Frau kennengelernt. Und ja, es war cool zu sehen, auch was der Martin trotz seiner Erkrankung da für eine Stärke an den Tag legt und wie der jeden Tag glücklich ist und lacht und das Beste draus macht und da immer noch, ich weiß nicht wie alt er jetzt ist, aber schon in den höheren Jahren immer wenn er kann rausgeht und segelt und das Meer genießt und da seinen Traum lebt. Das war inspirierend, auch für uns, die wir ja auch die Freiheit lieben und ja, das werden wir nicht vergessen. Und wir haben in der Zeit, als wir in Kapstadt waren, bei Salome und Jan gewohnt. Salome ist die Schwester von Mariki, das ist die Mama der Familie Krüger aus Swakopmund in Namibia. Und als wir in Swakopmund losgefahren sind, sagte sie schon, hier, pass auf, also meine Schwester wohnt mit ihrer Familie in Kapstadt, also da fahrt ihr jetzt hin. Also die weiß schon Bescheid, ihr seid eingeladen und das Gästezimmer ist mehr oder weniger schon hergerichtet. Die warten schon auf euch. Und so haben wir das dann gemacht. Wir sind da angekommen und es war wie, man kennt sich schon ewig, also wie bei den Krügers auch. Und
Dann hatten wir unser Gästezimmer oder ein Gästeteil hinten in der Garage zurechtgemacht und konnten da eine Woche wohnen. Und das Coole in Afrika ist ja irgendwie, jeder kennt jeden. Also wenn man mal angefangen hat, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten, wird man feststellen, von einem zum nächsten wird man weitergereicht. Und egal, wo man aufschlägt, jemand kennt jemanden, schickt dir eine Nachricht, da müsst ihr zu dem und da könnt ihr wohnen, da könnt ihr euer Moped reparieren und dort könnt ihr, was weiß ich, Fallschirm springen und dann, ja, dann wird man da weitergereicht und wenn die Leute einen positiven Eindruck von einem haben, dann, ja, dann leidet man keinen Hunger, keine Obdachlosigkeit, egal wo man aufschlägt, ist dann jemand, der wartet schon auf einen, der schreibt einem schon eine Nachricht, der lädt einen ein und das ist cool, dass die Leute da ja so gut vernetzt sind, einfach weil Menschen nicht so viel Geld haben wie wir, einfach mal im Hotel zu bleiben oder nee, man hat überall so seine Leute, bei denen man wohnt, Familie, Freunde, Brüder, keine Ahnung. Und wir waren da mit drinne und wurden dann da auch weitergereicht und es war immer wieder cool, was für Leute man dann kennengelernt hat und was für Erlebnisse und Erfahrungen man dann gemacht hat, die man so als Tourist von Hotel zu Campingplatz zu Hotel zu Wildcamp nie macht, wenn man nicht mit den Einheimischen unterwegs ist. Also das war eine coole Erfahrung.